Seine Reise durch Java sein sollte, endete abrupt. Sowohl ich als auch mein Vater haben uns das Dengue-Fieber eingefangen. Was meine Fehler waren, wie ihr sie vermeiden könnt und wie ich mich erhole, seht ihr in diesem Video. Nachdem wir auf Java ankamen, besuchten wir eine Kaffeeplantage. Im Anschluss besuchten wir die Chicken Church. Dieses Gebäude in Form eines Huhns bzw. Taube wurde vom Erbauer als Gebetshaus für alle Religionen erdacht. Aufgrund seiner markanten Form und seiner Aussicht ist es aber eher eine Touristenattraktion geworden. So, jetzt geht's gleich zum ersten Lauf in Indonesien. Ich nehme euch vielleicht ein paar kleine Ausschnitte mit, aber es gibt eigentlich auch einen Short. Ich hatte eine 8 Kilometer Runde durch die verschiedenen Dörfer rund um Borobudur geplant, eine Stadt berühmt für seine Tempelanlagen, die wir am nächsten Tag besuchen wollten. Ich habe das Gefühl, ich laufe gerade durch die abgelegensten Dörfer von ganz Indonesien. Ich bin irgendwo hinter Alaska. No, for a run. Thank you. Ja, genau so kommen wir. Ich glaube, ich bin hier eine seltene Erscheinung. Das war das letzte Mal, dass ich in Indonesien gesund war. Ich wusste es nur noch nicht. So, es ist jetzt so. Ich habe mies irgendwie Magen-Darm-Erkrankung oder so angefangen. Ich hoffe, ich werde gleich bald wieder gesund. Weil das im Moment echt alles andere als gut. Ja. Scheiße. Ein paar Tage später ging ich ins Krankenhaus von Yogyakarta, um mehr herauszufinden. So, kurzer Lagebericht. Sowohl ich als auch mein Vater haben uns das Dengue-Fieber eingefangen und sind nicht transportfähig. Was heißt, wir müssen jetzt zurückbleiben und nicht weiter mit der Reise weitergehen. Ja, die Moral von der Geschichte. Dengue-Fieber wird von Mücken übertragen und ich habe die Mückenplage massivst unterschätzt. Es gab nämlich eigentlich kaum welche und gerade wenn man wie ich vom Bodensee kommt, denkt man sich da, okay, ist entspannt, brauchen sich jetzt nicht besonders gegen wappnen. Aber die am Bodensee übertragen Gott sei Dank noch kein Dengue-Fieber. Hier aber schon. Ja, jetzt fahren wir hier ein bisschen aus und versuchen dann quasi ein U-Boot wieder zur Gruppe zu stoßen vor der Rückreise. Schützt euch vor Mücken in tropischen Gebieten, auch wenn ihr denkt, es gibt nicht viele. Aufgrund der Inkubationszeit war der wahrscheinlichste Ort der Ansteckung nicht der Dschungel, in dem ich unvorsichtige Kleidung trug, sondern Pulau Makan. Moskitonetz, die braucht man eigentlich nicht, also hier gibt es keine Moskitos, wo sollen die hergedeihen? Beim Dengue-Fieber treten Schüttelfrost, starke Kopf- und Gliederschmerzen und extreme Müdigkeit beim Betroffenen auf. So, wir haben uns jetzt endgültig von der Reisegruppe getrennt. Die sind heute, glaube ich, auf so einem Vulkan oder so. Beim Sonnenaufgang. Wir nicht. Wir gammeln jetzt hier im Hotel und ich liege eigentlich den ganzen Tag nur im Bett, aber jetzt ist Zeit für mein Mittagessen in der Apotheke. Was nehmen wir? Das Ibu lasse ich jetzt weg, weil mein Magen tut weh. Aber stattdessen gibt's noch Paracetamol, aka Sumagesik. Wo ist das da? Und so ein Immunbooster. Wo ist der Immunbooster? Im Boost Forte. Und jetzt geht's wieder ins Bett. Oh Mann. Ich bin immer noch im Hotel, Gott sei Dank immerhin. Weil gestern wollten sie mich fast ins Krankenhaus bringen, weil meine Blutwerte irgendwie Antikörper und weiße Blutzellen und sonst was war die Menge im Keller. Und sie haben gemeint, ja, ich könnte auch ins Krankenhaus gehen. Hatte ich aber keinen Bock, weil der Hotelraum ist halt
doch ein bisschen besser. Und deswegen bin ich dann auch da geblieben. Und heute sind die Werte auch schon nach oben gegangen. Ja, so langsam ist der Weg der Besserung da. Spannend. So, kurzer Kinobesuch. Ah ja. Nach fast 2 Wochen im Hotel flogen wir nach Bali, um von dort in 2 Tagen heimzufliegen. Am nächsten Tag machten wir eine kleine Fahrradtour mit den Hotelrädern am Strand entlang. Obwohl ich sehr langsam fuhr, hatte ich am Ende Durchfall und musste mich ins Bett legen. Am Tag des Rückflugs ging ich ins Meer baden. Die Seegraswiesen waren allerdings bei weitem nicht so spektakulär wie das Korallenriff von Pulau Makan. Dafür gab es aber eine Seeschlange. Nach dem Meer ging ich noch in den Pool, wo es Tauchtunnel gab. Das Dengue-Fieber kam in diesem Sommer aufgrund des Klimawandels auch in Südeuropa vor. Jährlich erkranken 50 bis 100 Millionen Menschen an Dengue-Fieber, wobei es zu 20.000 Todesfällen kommt. 2019 setzte die WHO Dengue-Fieber auf die Liste der 10 größten Risiken für die globale Gesundheit. Kurz nach meiner Rückkehr wurde in Guatemala der Gesundheitsnotstand aufgrund von Dengue ausgerufen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich wollte eigentlich Outro nach oder im Flug machen. Aber mir ging es ja am Ende wieder so ein bisschen besser. Aber auf dem Flug wurde es dann auf einmal furchtbarst. Also ich habe mir irgendwie die fetteste Erkältung durch die Immunschwächung, durchs Dengue-Fieber eingefangen. Und Sprechen tat weh, war allgemein fertig und wollte nur noch nach Hause. Und dementsprechend habe ich dann nicht zur Kamera gegriffen, weil es mir einfach zu schlecht ging, um irgendwas zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und auch die ganze Serie, schaut sie euch an, wenn ihr es noch nicht ganz gemacht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wer weiß, was da sein wird. Und ich versuche mich jetzt mal an den Computer zu setzen, mit dem Schnitt anzufangen, dass mein wöchentlicher Rhythmus nicht aus der Ruhe gerät. Wenn ihr das erste Video der Serie mit der Insel noch nicht gesehen habt, da ist es. Zum Zeitpunkt des Schnitts über 2 Wochen nach meiner Rückkehr und über 1 Monat nach den ersten Dengue-Symptomen bin ich immer noch nicht gänzlich fit.